Hallo meine Freunde, ihr seht, was in meiner Garage steht. Das ist ein 911er G-Modell, Modelljahr 80. Der 911er bekommt heute neue Spurstangen von einem Turbomodell. Das hat folgenden Vorteil: Der Turbo hat hier ein Kugelgelenk, das wesentlich steifer ist als das Kardangelenk, wo hier original drin ist. Bevor wir das Fahrzeug aufbogen, lösen wir die Radmutter. Das müsst ihr auf jeden Fall per Hand machen, weil der hat Aluminiummuttern. Wenn der da mit dem Schlagschrauber rangeht, waren es die Stück 28 €. Natürlich auf beiden Seiten. Bevor wir das Fahrzeug aufbogen, sichern wir die hintere Achse mit Keilen. Um das Fahrzeug jetzt mal anzuheben, benutzen wir diesen Punkt hier. Da gehen wir mal mit dem großen Wagenheber drunter und heben die komplette linke Seite aus. Um den ganzen Vorderbau auszuheben oder abzustützen, bieten sich jetzt diese Punkte an. Hier ist er stabil, hier weniger und hier ist er wieder stabil. Hier unterstützen wir das mit dem massiven Balken. Hier braucht er eine gewisse Art Höhenausgleich und damit so ein Brettchen erzielen. Und da braucht er auf jeden Fall eine Hartgummi-Auflage drunter. Jetzt lassen wir ihn langsam auf diesen Punkt ab. So, jetzt geht es noch ein bisschen schneller. Perfekt. Und jetzt heben wir die andere Seite an. Wenn der Vorderbau mal gut auf Holz steht, können wir jetzt die Räder abnehmen. Die sind jetzt gerade frei. Und weg kann das Rädchen. Die Verkleidung hier hat zwei 17er Muttern. Die machen wir mal genüsslich auf. Ging nicht allzu schwer. Und am hinteren Teil 8er Imbus. Auch die haben sich ergeben. Machen wir erst noch die andere Seite. Dann können wir sie komplett ausdrehen. Ich habe hier vorne noch die Mutter ein bisschen drauf, dass nicht alles runterfällt. Das waren jetzt die hinteren Imbusschrauben. Und jetzt können wir vorne die Muttern rausmachen. Und dann kommt uns die ganze Verkleidung entgegen. Da wir diese Schraube nur öffnen können, wenn die Verkleidung weg ist, müssen wir jetzt die Halter wieder festmachen. Das heißt, ich schraube die Schrauben hier gerade noch ein bisschen rein. Das reicht jetzt. Jetzt können wir die Schraube öffnen. Hat jetzt 13er Schlüsselweite. Schon ist sie offen. So, das ist die vordere Schraube. Das können wir jetzt mal gerade so hängen lassen. Ich muss ja noch die andere Seite lösen. Wenn mal alles los ist, dann können wir es auch endgültig rausmachen. Erstmal die hintere Imbusschraube, dann fällt das mit der Klammer schon von vorne nach vorne runter und den Träger können wir auch rausmachen. So, dann ist der Träger außen. Der Stabi geht jetzt raus, indem er die eine Seite ganz reinschiebt und auf der anderen Seite rausgeht. Wir können auch einen Gummihammer nehmen. Und wenn die eine Seite Hause ist, geht die andere Seite auch ganz einfach raus. Die Spurstangen haben einen Sicherungssplint. Der müsst ihr erstmal versuchen, ein bisschen gerade zu biegen, dass wir den rauskriegen. Dann können wir mit der Zange rausziehen. Kommt die neu, das war er. Und jetzt muss die Kronenmutter runter. Okay, die Kronenmutter hat Schlüsselweite 17, war nicht besonders fest zu. Rostig ist sie auch nicht besonders. Abnehmen. Zum Abdrücken von der Spurstange braucht ihr so ein Werkzeug. Das greift unten in den Traghebel ein und drückt jetzt den Bolzen von oben durch. Das heißt, man muss nachher so schrauben. Jetzt kommt er unter Spannung.
Der Abdrücker baut nun Druck auf und irgendwann gibt es dann einen Knall und die Spurstange fliegt aus dem Gelenk. Das war's. Für den weiteren Ausbau der Lenkung müssen wir im Kofferraum, also vorne beim Porsche 911, das Kardangelenk der Lenkung trennen. Dann zieht er die ganzen Hohlnieten von der Innenraumverkleidung ab und entnimmt den ganzen Teppich. Dann drückt er hier hinten auf den Deckel, dann kann die Lasche hier zurückgenommen werden und jetzt geht es hier gerade so vorbei und wir kommen an das untere Teil der Lenkung. So, für den Wiedereinbau markieren wir uns die Stelle hier, die genau zwischen der Klemme steht. Dann drehen wir die Lenkung so weit weiter, bis der Schraubenkopf von dem Kardangelenk oben steht. Und dann lösen wir die Schraube. Können wir natürlich gleich entnehmen. Schaden tut's nichts. Um die Klemmung jetzt hier aufzubekommen, mache ich erstmal einen Holzkeil rein. Hier sind dann zwei Flächen, wo ihr mit einem Kunststoffwerkzeug ansetzen könnt. Und jetzt können wir mal den ersten Widerstand von dem Kardangelenk überbrücken. Ihr seht, es rutscht schon ein bisschen zurück. Die Halteklammer von dem Hals da unten machen wir auch noch gleich lose. Die obere kommen wir noch mit einer Stecknuss bei. An die untere kommt man mit dem klassischen Imbusschlüssel besser dran. Wenn er los ist, können wir auch mit einem kleinen Spezialwerkzeug ran. Auch die Klammer endgültig rausholen. Unten gibt es noch mal eine zweite Schraube, da habt ihr noch mehr Spaß, die rauszufummeln. Und dann kommt die ganze Klammer mit raus. Unten ist das Lenkgetriebe an zwei Schrauben am Querträger. Eine hier und eine hier. Die machen wir jetzt erstmal lose. Die können Nummer 1, Nummer 2. Wenn wir das Lenkgetriebe rausnehmen wollen, haben wir hier ein Problem. Hier hat jemand nachträglich einen fetten Klimaschlauch installiert. Die will ich jetzt nicht gerade ablassen, also müssen wir den Querträger absenken. Wenn ihr keine Klimaanlage habt oder die originalen Schläuche, sollte das auch ohne gehen. Wundert euch also nicht, wenn im nächsten Video der Querträger fehlt. Ich wackle das Lenkgetriebe jetzt unten aus der Kardanverzahnung. Tut sich was, oder? Ja. Ja, geht's raus? Ja. Okay, wunderbar. Jetzt, dann könnt ihr das Getriebe hier ganz vorsichtig an allen Teilen vorbei entnehmen. Wo hängen wir noch da? Und wir haben das Lenkgetriebe. Sehr schön. Beim Lenkgetriebe machen wir jetzt erstmal die Manschetten lose. Die haben solche Gummizüge aus Stahl, die könnt ihr da so gemütlich abziehen. Federchen da. Dann geht er mal runter. Und jetzt können wir die Manschette zurückziehen. Wenn wir jetzt die neue Spurstange einbauen, muss natürlich nachher, zumindest für die erste Fahrt mal, als provisorisches Maß, diese Länge exakt stimmen. Jetzt wird die natürlich hier ganz anders verschraubt. Das heißt, wir machen jetzt erstmal Beweissicherung. Wir messen jetzt von der Kante hier bis zur Mitte vom Zapfen. Der Durchmesser des Gelenks ist 32 bis zu dieser Kante. Da müssen wir also nachher 16 abziehen. Das Lenkgetriebe sitzt so im Fahrzeug. Hier geht es zur Lenksäule, also hier lenkt ihr euren Porsche. Das ist die linke und das ist die rechte Seite. Auf der rechten Seite messe ich von der Kontermutter bis zum Ende des Gelenkes 31,9 cm. Von den 31,9 cm muss ich 1,6 cm für die Mitte abziehen. Das heißt, wir landen bei 30,3.
Für die linke Seite sind es 32,7. Auch hier gehen wieder die 1,6 weg. Dann sind wir bei 31,1. Hier seht ihr jetzt auch nochmal zur Erklärung, warum ich das Lenkgetriebe unbedingt ausbauen musste. Ich muss zum einen jetzt diese Verschraubung aufbekommen. Und was noch schlimmer ist, die Verschraubung der Turbostoßstange hat 150 Newtonmeter Drehmoment. Glaubt ihr wirklich, man kann das im Auto machen, ohne das Lenkgetriebe zu schädigen? Ich muss die Stange hier im Schraubstock einspannen, sonst kann ich hier gar keine Kraft aufbringen. So, ich drehe das Getriebe jetzt mal so, dass es hier maximal rauskommt. Können wir nämlich am besten arbeiten dran. So. Das ist das Getriebe, wunderbar im Schraubstock fest. Da hat es ja die Flächenschutzbalken drauf, kann überhaupt nichts passieren. Und dann können wir hier mal aufmachen. Die nackte Spurstange entnehmen. Das war schon mal die nackte Spurstange. Jetzt seht ihr auch nochmal den großen Vorteil der Turbospurstangen. Statt dieser komischen Verschraubung hier mit einem Gummipuffer, das immer Spiel hat, sind die viel starrer mit dem Kugelgelenk. Für die Mutter braucht ihr so einen Hakenschlüssel, weil die hat nur Nuteingriffe. Den setzt ihr so an und dann mit dem Hammerschlag. Und schon ist er offen. Geht also einwandfrei. Jetzt können wir das Ding abschrauben. Die Verschraubungen stehen jetzt hier über. Wir haben vorhin ab hier gemessen. Bei der neuen liegt eine plane Scheibe bei. Das heißt, ich muss dieses Tiefenmaß von meiner Spurstangenlänge noch abziehen. Das heißt, ich muss die 3 mm noch abziehen. Dann haben wir 30 für die rechte Seite und minus 0,3. Dann haben wir 30,8 für die linke Seite. Jetzt können wir die Manschette auch ganz abnehmen. Innen hat sie auch nochmal so eine Zugfeder. Die man schön über die Manschette machen. Alles lieb und vorsichtig. Und wenn sie unten ist, machen wir dann noch ein bisschen sauber. Und dann können wir die jetzt hier abziehen. Die neuen Gelenke kommen jetzt so drauf. Ihr dürft die Anschlagschraube nicht vergessen, sonst könnt ihr die Zahnstange durchs Getriebe schießen. Und jetzt haben wir zumindest bei den Gelenken ein Riesenproblem. Da passt nämlich kein Schlüssel. Die Flächen haben an sich 32, aber der Schlüssel steht über, weil die hier die Rundung zu früh gezogen haben. Wenn ich jetzt den Schlüssel aber schmäler mache, dann habe ich echt Angst, die 150 Newtonmeter drauf zu bekommen. Um die Rundung jetzt rauszubekommen, gehe ich einfach mit dem Fräser darüber. Wer keinen Fräser hat, muss es halt ein bisschen anfeilen oder mit der Flex abschleifen. Der Fräser macht nun die Fläche so groß wie ein Standardschlüssel. Im Gegensatz zum Original mit seinen runden Formen passt der Schlüssel bei meinem gefrästen Teil nun perfekt. Da können wir auch ordentlich zuziehen. Nachdem die Flächen jetzt schön gefräst sind, können wir die neuen Spurstangen am Getriebe montieren. Bei der Montage müssen wir natürlich die Anschlagscheiben drunter setzen und dann wird es nur hier so eingedreht. Alles. Jetzt passt auch der 32er Schlüssel. Ich habe jetzt schon mal einen anständigen Tick gegeben. Jetzt möchte ich das aber mit Drehmoment anziehen und dabei müssen wir die Verlängerung des Drehmomentschlüssels durch den zwischengeschalteten Gabelschlüssel berechnen. Wenn hier die Verschraubung ist, hatten wir ja eine Länge, nennen wir sie mal L2 und eine Kraft F2. L2 mal F2 ist das gewünschte Drehmoment. Also das ist das Soll-Drehmoment. Nun verlängern wir aber den Hebel durch den zusätzlichen Drehmomentschlüssel und dann gibt es hier eine Kraft F1. L1 mal F1 ist das einzustellende Drehmoment. Es gilt jetzt das L2 mal F2, also das Drehmoment um diesen Punkt, gleich dem gesamten Drehmoment sein muss. L2 plus L1 mal F1. L2 mal F2 ist ja unser gewünschtes Drehmoment, können wir also gleich hinschreiben. Hier lösen wir die Klammer auf, dann haben wir L2 F1
plus L1F1. L1F1 ist ja auch wieder unser einzustellendes Drehmoment. Um das F1 aus der Gleichung zu bekommen, lösen wir hier um. Das heißt, F1 ist M1 zu L1. Das heißt, wir haben jetzt hier unten L2 mal M1 durch L1 und hier vorne steht ja immer noch M2. Jetzt klammern wir M1 aus, dann haben wir M2 ist L2 zu L1 plus 1 in Klammern mal M1. Und das ist unsere fertige Formel. Wir müssen jetzt nur noch auf das einzustellende Drehmoment umstellen. Also die Zahlen 150 Newtonmeter ist das gewünschte. L2 war 0,32, die Schlüssellänge vom Gabelschlüssel, die Schlüssellänge vom Drehmomentschlüssel plus 1. Ich habe das mal in den Taschenrechner eingetippt, gibt 94 Newtonmeter. Ich wähle also jetzt hier die 94 Newtonmeter ein, um die Verschraubung da vorne mit 150 anzuziehen. So, und dann ziehen wir das schön runter und jetzt haben wir hier 150 Newtonmeter. So, als nächstes muss der Spurstangenkopf runter und die Manschette mal hier drüber. Die machen wir dann nachher drauf. Dann kommt die Kontermutter für den Spurstangenkopf. Einfach mal drauf drehen, einstellen tun wir ja gleich und dann machen wir den Spurstangenkopf drauf. So, der Durchmesser ist jetzt hier ein bisschen anders und hier messe ich aufs Innenmaß. Das heißt, ich muss die Scheibe abziehen und hier den geänderten Durchmesser. Nach dem Abzug erhalte ich für das Einstellmaß 28,5 bis zu dieser Grenze hier. Also noch fehlt uns ein schönes Stück. Also drehen wir noch. Eine Umdrehung sollten übrigens 1,5 mm sein. So, gucken wir nochmal. Hier. Da fehlt immer noch ein bisschen. Also drehen wir den Kopf noch ein bisschen dran. Jetzt passt's. So, jetzt hat die Spurstange genau die gleiche Länge wie vorher. Damit haben wir zumindest eine Grundeinstellung für die Spur. In der Stellung fixieren wir den Spurstangenkopf mit der Kontermutter. Den Spurstangenkopf zieht er mit 45 Newtonmeter an. Auf die Zahnstange machen wir ein bisschen sauber, ein bisschen Lenkgetriebefett, schön einmassieren, besonders hier, wo es gleich reinläuft. Und natürlich einen Hauch auf die Stange. Dann können wir das Lenkgetriebe auf die andere Seite durchdrehen. Die Stange muss ja nicht so lang sein, die Manschette soll ja jetzt passen. Vielleicht Mittelstellung. Das geht ganz leicht. Auf das Kugelgelenk der Turbostoßstangen gibt ein bisschen Molybdän-Disulfid-Fett. Dann könnt ihr die Manschette langsam über die Teile arbeiten. So, hier mal ein bisschen Vaseline drüber, dass der Gummi rutscht. Ein bisschen drehen, rutscht die Manschette hier nach der Vaseline drauf. Die kriegen wir jetzt so wieder zurück. Wir müssen noch über die nächste Stufe. Und dann hält ihr die innere Lippe und perfekt. Jetzt haben wir sie genau auf Position. So, jetzt müssen wir den Ring hier, besten auch wieder mit dem Kunststoffinstrument, schön langsam drüber quälen. Und irgendwann ist so rundherum drauf. So, wenn die genau hier in der Not sitzt, ist das perfekt. Jetzt halte die gleiche Nummer. Hier ist aber so ein Selbstschutz, da braucht er gar nichts mehr. Das war schon. Auf der anderen Seite kommt natürlich nochmal die gleiche Prozedur. Ich muss jetzt die ausbauen, die neue einbauen. Habt ihr ja alles gesehen. Für den Einbau drehen wir das Lenkgetriebe so, dass es ungefähr mittig ist. Wenn wir das Lenkgetriebe nun im Fahrzeug installieren, müssen wir darauf achten, dass diese Fläche genau parallel zu dem Schlitz oder senkrecht zu dem Schlitz, parallel zu der Schraube durch die Klemme oben ist. Um die Montage zu erleichtern und das alles zu schützen, kommt hier natürlich auch ein bisschen Molybdän-Disulfid-Fett drauf. Dann führt er das Getriebe von unten kommend im Fahrzeug ein. Kommst du richtig rein? Ja, ja. Ja, soll das reinstecken? Weiter. Ah, du bist noch zu weit. Jetzt, ja, Nikita. So sitzt es schon drin.
Da sind wir schon fast ein bisschen hoch, aber das kriegen wir unten, wenn wir das Getriebe richtig machen. Hier sind wir auf jeden Fall ganz drin und die Marken stimmen auch. Ihr seht es vielleicht nicht in der Kamera, aber ich komme ungefähr hin. Dann können wir die Klemme wieder da oben reinsetzen und es ist schon mal hier fest. Und auch die untere kriegen wir so leidlich rein. So, das können wir dann immer noch ausrichten, das ist kein Problem. Dann können wir das Lenkgetriebe von unten wieder an den Querlenker anschrauben. Die andere Seite natürlich auch. Das Lenkgetriebe wird mit 47 Newtonmeter an den Querträger angeschraubt. Das sind die zwei Schrauben. Und 47. Den Lagerblock ziehen wir mit 20 Newtonmeter an. Einmal. Die untere bekommt auch 20 Newtonmeter. Nach der Montage unten ist die Verzahnung hier im Kardan etwas zurückgerutscht. Das kommt jetzt aber aus dem oberen Gelenk. Das heißt, ich muss das jetzt hier ein bisschen draufschlagen. Nimm dann ein Stück Kunststoff und reibt es schön langsam drauf. Jetzt passt die Schraube zu dem Loch, also unten die flache Fläche. Jetzt drehen wir die Lenkung und dann schauen wir, dass wir die Schraube reinkriegen. In der Position passt jetzt die Schraube rein. Und die Schraube bekommt 22 Newtonmeter. Jetzt ist die Lenkung wieder absolut gesichert. Perfekt. Dann kann die Klappe auch wieder zu. Müssen wir da ein bisschen drücken, dann kommt sie. Und Verschluss drauf. Der Spurstangenkopf muss natürlich auch wieder in seine Mitnahme. Hier macht er erstmal ein bisschen Molybden-Disulfidfett drauf, dass der schön reinrutscht. Dann führt er das ein, das war schon. Oben kommt die Kronenmutter drauf. Die Kronenmutter zieht er erstmal per Hand an und dann bekommt die Kronenmutter 45 Newtonmeter. Dann zieht sie sich immer noch ins Gelenk. Und 45 Newtonmeter. Da müsst ihr so viel weiter drehen, dass der Splint auch durchgeht. So passt die Nummer. Dann bekommt der Splint von hinten einen kleinen Schlag. Und dann verbiegt er die Ecken so gut und gut ist. Damit der Stabi gut reinrutscht, machen wir ein bisschen Flutschi drauf auf die Buchsen. Dann steckt er den mal auf der einen Seite komplett durch. Richtig komplett durchstecken. Auf der anderen Seite nimmt er ein paar Holzkeile drunter, weil dann braucht er schon ein bisschen Schwung, um da reinzukommen. Jetzt drückt er den so langsam in Richtung von dem Loch. Keil für Keil rutscht er jetzt ins Loch. Jetzt sind wir schon fast am Ansatz. So, mit viel Gequäle und der Nachhilfe von so einem alten Keilriemen rutscht der Stabi dann rein. Mit ein paar Hammerschlägen rutscht er dann endgültig in Position. Hier kommen natürlich auch nochmal Buchsen drauf, zum Glück sind die ja aufklappbar. Das heißt, ich mache jetzt ein bisschen von dem Spezialfett, von dem mitgelieferten rein. Außenrum natürlich auch. Dann werden die aufgeklappt und sonst sind sie drin. Dann kommt diese Klammer drüber. Bei der Klammer ist es jetzt allerdings so, müsst ihr aufschauen, diese abgewinkelte Seite kommt nach hinten. Auf der anderen Seite natürlich die gleiche Prozedur. Dann kommen die neuen Haltebügel oben drüber, also die Schraube ist vorne am Querlenker und dann kommt der hier so drauf. Und damit wird der Stabi hochgezogen. Ich mache die Bolzen vorne immer erstmal provisorisch mit einer Mutter fest. Da kommt ja nachher der Steinschlagschutz noch drunter. Aber einfach, dass das mal hält und nicht mehr wackelt. Dann kommt vorne die M8 Mutter durch. Hinten kommen dann die Imbusschrauben, M10er Imbus, 8er Schlüsselweite. So, mit ein bisschen Suchen geht auch die rein. Die Schraube hier bekommt 25 Newtonmeter, das ist also die 8er, Schlüsselweite 13. Das gleiche auf der anderen Seite.
So, wir ziehen nur die vorderen an, weil hinten muss ja noch der Steinschlagschutz drunter. Jetzt können auch die Hilfsschrauben vorne wieder raus, weil der Steinschlagschutz muss jetzt noch drauf. Nachdem wir wieder alles dran haben, können auch die Rädchen wieder drauf. Ihr setzt das schön an und dann mein Trick immer unten mit dem Fuß halten. Und dann kann es kaum runterfallen und dann macht er schön die Schrauben drauf. Dann zieht er die Schrauben schön im Sternmuster folgend einmal außenrum an und dann schön wieder im Sternmuster so fest wie es jetzt geht. Wenn das Auto wieder auf den Rädern steht, müssen wir noch die Radmuttern anziehen. Die bekommen, wie immer bei Porsche, 130 Newtonmeter. Einmal und jetzt schön im Sternmuster. Zweimal und die letzte mit 5. Dann kann auch die Verkleidung wieder drauf, die setzen wir erstmal hier in die 2 Bolzen von den Haltern ein. Dann setzen wir erstmal die 2 Muttern ein. Und dann kommen hinten die Imbusschrauben wieder rein. Und die können wir dann mal leidlich hochziehen. Dann kommt das Blech auch in seinen Platz. Und das gleiche auf der anderen Seite. Da muss es auch schön oben in die Buchse reinlaufen. Dann ist das alles wunderbar. Und die Schrauben hinten bekommen 47 Newtonmeter. Und 47 für die anderen. Die Muttern, obwohl sie M10 sind, bekommen nur 28 Newtonmeter. Da hatte jemand Mitleid mit den armen Muttern und dem Blech. Meine Freunde, ich habe euch heute gezeigt, wie man das Lenkgetriebe an diesem Auto aus- und einbaut und wie man die Spurstangen wechselt. Wir haben zwar die Längen der alten Spurstangen übernommen, es ist jetzt aber eine gute Idee, mal wieder die Spur einzustellen. Wie man das macht, werde ich euch in einem zukünftigen Video zeigen. Tschüss, bis zum nächsten Video.